werden doch auch nie wie Geschwister miteinander umgehen können. Doch. Irgendwann würden wir es vor Sehnsucht nicht mehr aushalten. Und dann? Es ist wohl das Beste, wenn wir uns in Zukunft aus dem Weg gehen. Ansgar. Was haben die mit dir gemacht? Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Was ist passiert? Papa sieht ein bisschen komisch aus, hm? Du kannst hier nicht bleiben, du musst hier raus. Guten Tag, Frau Lehrerin. Und? Wie war's in der Schule? Fährst du weg? Ja, meine Adoptiveltern machen Urlaub in Österreich und ich werde sie besuchen. Schön. Und wie lange bleibst du? Oh, keine Ahnung. Mindestens über die Feiertage. Das heißt, wenn ich meinen Zug noch erwische, ich muss weg. Moment, ich habe noch was für dich. Und ich für dich. Frohes Fest. Frohe Weihnachten. Erst am 24. aufmachen? Mist. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du das Paket für mich zur Post bringen? Klar. Ich schaff das jetzt nicht mehr. Leonhard Graf von Lahnstein? Das hättest du ihm doch persönlich geben können. Nein, ich kann dir das jetzt nicht erklären, aber es ist wirklich wichtig. Hm? Schöne Feiertage. Bis dann. Hi, Paul Brandner hier. Hey, ich bin's. Oh, mir ist so langweilig. Sarah ist zu ihren Eltern gefahren. Bin schon unterwegs. Ich schau noch mal eben die Post durch, dann können wir los. Ja. Hallo. Hi. Hallo. Hast du nachher schon was vor? Wollen wir vielleicht ins Kino? Klar, gerne. Ich ruf dich an. Dann können wir ja jetzt gehen. Ja. Tschüss. Rechnung, Werbung, Rechnung, Werbung. Warte. Hallo Jungs, danke fürs Paket. Frohe Weihnachten, Vater. Hast du ihm was geschickt? Ja, und? Das hättest du dir sparen können. Dann macht er eh nur Bares draus. Elisabeth, wir waren doch erst später verabredet. Ja, ich weiß. Aber du musst dir ein paar Unterlagen ansehen. Das sind die Pläne für das neue Projekt. Die können warten. Bleibst du zum Tee? Nein, nein, danke. Ich muss wieder ins Büro. Ist alles in Ordnung soweit? Ja. Nein. Um ehrlich zu sein, ich möchte einfach deinen Kindern nicht über den Weg laufen. Carla und Konstantin wohnen nicht mehr hier. Und ansonsten hat niemand etwas gegen deine Anwesenheit. Ich fühle mich wie ein Eindringling. Ich bin hier einfach nicht zu Hause. Dann wird es Zeit, dass sich das ändert. Oder
Willst du nicht mit mir zusammen hier leben? Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als immer mit dir zusammen zu sein. Na also, dann sage ich jetzt dem Fahrer Bescheid, er soll deine Sachen aus dem Hotel holen. Konstantin und Carla kommen doch bestimmt über Weihnachten zurück. Und es gäbe nur Streit, wenn ich dann hier wäre. Du gehörst zu mir, Elisabeth. Das werden sie akzeptieren müssen. Also sag ja. Bitte sei mir nicht böse, aber ich möchte bis nach den Feiertagen warten. Habe ich eine andere Wahl? Nein? Entschuldigung, aber ich muss dich sprechen. Es ist wirklich wichtig. Es tut mir leid, Natalie, jetzt nicht. Es ist schon gut, wir sehen uns ja dann später. Tschüss. Ist alles in Ordnung mit dir? Was du vorhin über Papa gesagt hast, ist nicht in Ordnung. Er hat genug schlechte Zeiten durchgemacht. Ja, die er sich selbst eingebrockt hat. Jetzt hör mit diesen alten Sachen auf, das ist längst vorbei. Aber ich kann es nicht einfach so vergessen. Er war krank, er kann nichts dafür. Der Arme. Wie oft hat Mutter ihn angefleht, eine Therapie zu machen? Aber nein, er musste unbedingt weiterspielen, bis wir völlig pleite waren. Jeder macht mal Fehler. Er hat eine zweite Chance verdient. Fehler, ja? Naja, da warst du noch zu klein, aber ich kann mich genau daran erinnern, wie das war. Als der Gerichtsvollzieher ständig ein- und ausgegangen ist. Wie Mutter ständig geweint hat. Und weißt du, was unser Vater gemacht hat? Er ist saufen gegangen. Er hat mir oft gesagt, wie leid es ihm tut. Jahre zu spät. Da hat er die Familie bereits auf dem Gewissen. Eigentlich gehört er in den Knast, dieser Versager. Dann bin ich wohl auch ein Versager. Du doch nicht. Weißt du überhaupt, wo ich letztes Jahr war? Im Knast. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wie lange ist Sarah denn weg? Mindestens eine Woche. Das heißt, wir haben die Wohnung ganz für uns? Ja. Nur wir zwei. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Und keine Versteckspielchen, keine geheimen Treffen. Nein. Einfach nur... Oh Gott, versteck dich! Schnell! Oh Gott. Sarah. Da bin ich wieder. Ansgar braucht Hilfe. Ich habe mich doch wohl klar ausgedrückt. Ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. Wir müssen was tun. Wenn er länger im Gefängnis bleibt, dann überlebt er das vielleicht nicht. Ich sehe keinen Grund, die Situation derartig zu dramatisieren. Schließlich ist Deutschland keine Bananenrepublik. Du hast ihn nicht gesehen, die haben ihn grün und blau geschlagen. Dann soll er sich an die Gefängnisleitung wenden. Die werden sich der Sache annehmen. Wie kannst du nur so herzlos sein? Ansgar hat mir nach dem Leben getrachtet, mit dem Ziel, mich um meinen gesamten Besitz zu bringen. Und jetzt erwartest du von mir, dass ich mich für ihn einsetze, nur weil er verprügelt wurde? Bitte, es geht um sein Leben, Johannes. Und ich möchte bitte in Ruhe gelassen werden. Ich wollte gerade in den Zug einsteigen, da haben meine Eltern angerufen. Und die sind richtig eingeschneit? Ja? Da kommt niemand mehr durch. Na, ein Glück, dass sie dich noch erreicht haben. Und du? Hast dir gemütlich gemacht? Ja, ich habe ein bisschen relaxed. Gute Idee. Ich mache heute auch gar nichts mehr. Hast du nicht Lust, unten was zu trinken? Ach nee, ich bin echt ziemlich kaputt. Da ist ein Glühwein genau das Richtige. Komm, gib dir einen Ruck. Ja, wenn du unbedingt drauf bestehst. Super. Aber was mit meinen Sachen? Mein Gott, die kannst du nachher wegräumen. Fallen wir doch nur drüber. Au! Was war das denn?
Hi. Hi. Du bleibst jetzt stehen und sagst mir, warum du im Knast warst. Ich bin dein Bruder, ich will es wissen. Also gut, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich habe eine Tanke klargemacht. Offiziell heißt das bewaffneter Raubüberfall. Du hast eine Tanke überfallen, klar. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Sag mal, bist du wahnsinnig? Wofür? Wofür hast du so viel Geld gebraucht? Die Wahrheit interessiert dich doch sowieso nicht. Vater hat das Geld gebraucht. Nein. Er hat mal wieder alles verzockt und seinen kleinen Sohn. Quatsch! Papa hat damit nichts zu tun. Christian, ich kenne dich. Du bist mein Bruder, du überfällst keine Tankstelle. Du kennst mich? Ausgerechnet du? Du bist vor 10 Jahren abgehauen und hast dich nie wieder bei uns blicken lassen. Das tut mir leid, aber es hatte nichts mit dir zu tun. Ach stimmt, Papa ist wieder schuld, ne? Papa ist ja an allem schuld. Weißt du was, Gregor? Du weißt gar nichts. Du weißt über Papa nichts und du weißt über mich schon gar nichts. Jetzt warte doch mal. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, das finde ich auch. Ich habe da noch was in der Küche zu tun. Sie sind wieder zurück, Frau Kepler. Ja. Ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Auszeit. Ja, danke. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich weiterhin auf Königsbrunn arbeiten möchte. Trotz allem. Natürlich nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass sich unser Verhältnis dramatisch verändert hat. Aber das spielt doch bei der Arbeit keine Rolle. Sie sind nicht nur Angestellte unseres Hauses, sondern auch die Mutter meiner Tochter. Und was bedeutet das? Dass ich über Ihr Angebot, wieder für uns zu arbeiten, erst noch in Ruhe nachdenken muss. Selbstverständlich, Herr Graf. Während Ihrer Abwesenheit hat sich einiges ereignet und bis sich die Verhältnisse geklärt haben, werde ich keine Entscheidung fällen können. Und wann kann ich mit einer Entscheidung rechnen? Nach den Feiertagen. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür. Natürlich. Schön. Sie entschuldigen mich. Elke, du hast es gehört. Ich bin hier nicht erwünscht. Warte! Geh jetzt. Hm? Ich melde mich. Das war also dein Freund? Ja. Du fragst dich bestimmt, warum ich dir nie von ihm erzählt habe. Nein. Wieso nicht? Lass mich raten. Paul ist dein Schüler und wenn rauskommt, dass ihr zusammen seid, wirst du gefeuert? Du hast es erfasst. Ist das nicht ziemlich riskant, was ihr da macht? Ja. Und deshalb wäre ich ganz froh, wenn du niemandem davon erzählst. Meine Lippen sind versiegelt. Danke. Das ist bestimmt keine einfache Beziehung. Nein, wirklich nicht. Am Anfang habe ich mich auch dagegen gewehrt. Aber? Manchmal ist dein Herz einfach stärker. Es ist unvernünftig und moralisch total bedenklich. Aber wenn du wirklich verliebt bist, dann ist dir das egal. Ich weiß, was du meinst. Nichts. Schon gut. Ich wünsche dir, dass du glücklich wirst mit Paul. Dankeschön. Schön. So. Ich fahre da mal in die Stadt Geschenke besorgen. Wenn du einen Moment wartest, kann ich dich mitnehmen. Und außerdem muss ich da nicht alleine frühstücken. Gerne. Ist ganz schön ruhig hier geworden auf Königsbrunn. Ich weiß. Guten Morgen. Na, siehst du, da ist doch noch jemand. Guten Morgen. Guten Morgen. Setz dich doch. Komm. Willst du Kaffee? Nein, danke. Ich wollte eigentlich mit dir reden, Johannes. Wenn es um Ansgar geht, können wir das Gespräch gleich hier beenden.
Nein, es geht um meine Tante, Elke. Es würde ihr wirklich sehr viel bedeuten, wenn sie hier weiterhin arbeiten könnte. Ich wüsste nicht, was dich das angeht, Nathalie. Das ist ausschließlich eine Sache zwischen mir und Frau Kepler. Sie hat ihr halbes Leben hier verbracht. Du kannst sie nicht einfach rausschmeißen. Ich habe sie nicht rausgeschmissen. Ich habe mir lediglich Bedenkzeit ausgebeten. Bitte überleg es dir noch mal. Nathalie, es reicht. Ich sehe keinen Grund, mich ständig gegenüber dir zu rechtfertigen. Also halte ich da bitte raus. Vater, bitte. Leonhard, schon gut. Mir ist einiges klar geworden. Das ist erfreulich. Wieso ist nur noch Leonhard hier? Wo sind denn all die anderen? Sie sind geflohen vor dir und vor deinem Egoismus. Weil sie es nicht mehr ertragen konnten, wie du auf den Gefühlen anderer Menschen rumtrampelst. Würdest du jetzt bitte gehen? Mach nur weiter so. Dann hast du bald niemanden mehr. Na, schon auf? Ja, ich wollte runter zum Rhein ein paar Fotos machen. Außerdem konnte ich nicht mehr schlafen. Was ist denn los? Wegen Christian. Lecco mio, bin ich wieder spät dran. Und du? Bist du gerade nach Hause gekommen, Nico? Warst du bei diesem Christian, Mann? Kümmere dich um deinen eigenen Kram, okay? Oh, war ja nicht gut. Schick ihn doch beim nächsten Mal am besten gleich zu mir. Vielleicht kann ich ihm ja noch so ein paar Tipps geben. Musst du nicht dringend zur Baustelle? Ihr macht das schon. Tschö. Blöder Kerl. Ja, aber was war denn jetzt mit Christian? Wart ihr nicht im Kino? Nein, er hat sich nicht mehr gemeldet. Echt? Aber der wollte doch auch was von dir. Ja, offensichtlich nicht. Ruf ihn doch an. Wenn er sich nicht meldet, dann renn ich ihm doch nicht hinterher. Hallo. Du bist zurück? Wie du siehst? Ja, dann komm doch rein. Danke. Hübsch hast du es hier. Danke. Möchtest du vielleicht was trinken? Danke, mach dir keine Umstände. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Ich wohne jetzt unten in der Pension. Arbeitest du nicht mehr auf dem Schloss? Das wird sich zeigen. Und du? Was machst du jetzt so? Ich habe mich wieder an der Musikhochschule eingeschrieben. Ich studiere wieder. Schön. Und sonst so? Was meinst du? Du weißt schon. Wenn du Leonhard meinst, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das hat sich endgültig erledigt. Es ist das Beste so, glaub mir. Was immer auch zwischen euch war. Es darf nicht sein. Ich weiß, Mutter. Das ist ja auch der Grund, warum wir keinen Kontakt mehr haben. Aber du schickst ihm immer noch Pakete. Was nimmt diese Person sich heraus? Mir solche Vorwürfe zu machen, in meinem eigenen Haus. Sie hat es bestimmt nicht so gemeint. Sie ist momentan etwas angespannt, wegen Ansgar. Ich höre immer nur Ansgar. Ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. Ja, und genau das sieht Nathalie anders. Und ich soll jetzt vor Mitleid zerfließen, weil er im Gefängnis sitzt. Er hat es nicht anders verdient. Findest du denn nicht, dass sie schon genug gelitten hat? Wie lang soll das mit dir und Ansgar denn eigentlich noch so weitergehen? Du, das musst du ihn schon selbst fragen. Er muss auf mich zukommen. Ja, ich fürchte nur, dass seine Bewegungsfreiheit momentan etwas eingeschränkt ist. Tja, warum wohl? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ja, und genau das sieht Nathalie vermutlich anders. Was erwartest du bitte von mir? Einer von euch muss den ersten Schritt machen. Auch wenn es der schwerste ist. Mach's mal gut, Vater. Alles, was ich wollte, war, dass du ein bisschen stolz bist auf mich. Ein bisschen Anerkennung.
wenn du mich schon nicht liebst. Weißt du, wie man sich fühlt? Wenn ein Arzt einem sagt, dass man einen Gehirntumor hat? Monatelang hast du mich in dem Glauben gelassen, dass ich bald sterben werde. Ist Nico da? Nein, aber komm doch erst mal rein. Was ist denn passiert? Du bist ja völlig durchgefroren. Ich bin die ganze Nacht durch die Straßen gelaufen. Was? Wieso denn? Ich musste einfach mal einen klaren Kopf kriegen. Und ich hatte verdammt noch mal keinen Bock mehr, nach Hause zu meinem Bruder zu gehen. Habt ihr euch gestritten? Ja. Ich habe ihm gesagt, dass ich im Gefängnis war und das kam nicht besonders gut an. Das war bestimmt der erste Schock. Der kriegt sich wieder ein. Ich glaube nicht. Wir hatten noch ziemlichen Stress wegen unserem Vater. Oh. Und im ganzen Streit habe ich noch vergessen, Nico Bescheid zu sagen. Die ist bestimmt stinksauer. Ach Quatsch. Wenn du ihr das erklärst, dann wird sie das verstehen. Meinst du? Klar. Nico mag dich. Da musst du jetzt dranbleiben. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das wird schon wieder. Ganz bestimmt. Was machst du da? Nichts. Willst du auch was essen? Das ist doch das Paket für Leonard. Warum wirfst du das weg? Ich hab's mir anders überlegt. Gestern sollte ich es noch unbedingt zur Post bringen und jetzt? Ich habe meine Gründe, okay? Was ist los mit euch? Was gibt's denn? Besuch. Ich erwarte keinen Besuch. Mitkommen. Frau Kettner? Hallo, Ansgar. Vater.